Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video soll es um die MetaQuest 3 gehen. Diese wurde nämlich gestern bei der Meta Connect offiziell vorgestellt und die Meta Connect war, so wie ich das gesehen habe, ich habe das nur beiläufig verfolgt, nicht so spannend und es ging auch gar nicht so viel um die MetaQuest 3, sondern viel um irgendwelche KI-Themen. You can interact with. And then Darauf gehe ich in diesem Video gar nicht ein. Es soll hier um die MetaQuest 3 gehen. Lohnt es sich, die zu kaufen? Was wurde so in anderen Hands-on, davon gibt es nämlich eine ganze Menge im Internet, so darüber gesagt? Wie sind tatsächlich jetzt am Ende die Specs, nachdem ja echt viel schon geleakt worden ist? Welche Version gibt es? Was ist inklusive? Welches Zubehör gibt es? Das erfahrt ihr alles in diesem Video. Also bleibt dran. Ja, die MetaQuest 3 wird am 10. Oktober erscheinen. Ihr könnt es bereits vorbestellen, entweder bei Meta selbst auf der Webseite oder auch bei Amazon habe ich den Link gefunden. Wenn ihr das, bevor ihr dieses Video seht, schon bestellen wollt und ihr seid euch hundertprozentig sicher, dann macht das gerne über meinen Affiliate-Link, dann unterstützt ihr meinen Kanal. Ansonsten schaut dieses Video, dann können wir vielleicht gemeinsam rausfinden, ob es sich lohnt, die MetaQuest 3 zu kaufen. Wir gehen erstmal auf die Specs ein, damit wir hier einordnen können, was wurde bestätigt an Leaks, was ist doch anders. Wir haben eine Auflösung von 2064 Pixeln mal 2208 Pixel pro Auge. 2 LCDs, da wurde ja immer wieder spekuliert, ist es nur eins. Keine Info von Meta, glaube ich, beziehungsweise die Newsseiten werden wahrscheinlich offizielle Specs rausgegeben haben. Wir können davon ausgehen, es sind 2 LCDs. Wir haben 2 Pancake-Linsen, die wir verstellen können, nämlich nicht stufenweise wie bei der Oculus Quest 2, sondern kleinschrittig mit so einem kleinen Regler an der Unterseite. Und wir haben eine Refresh Rate von 90 Hertz und experimenteller 120 Hertz, so wie es von der Oculus Quest 2 gewohnt waren. Dann haben wir ein Field of View von 110 Grad mal 96 Grad vertikal. Das ist auf dem Papier schwierig. Auf dem Papier ist es ein bisschen größer. Die Hands-on-Berichte beschreiben, dass das Field of View, wenn überhaupt, ein bisschen größer ist, aber insgesamt eine ähnliche Optik hat wie bei der Quest 2. Also braucht ihr keine Quantensprünge erwarten. Kann ich, wie gesagt, erst bestätigen, wenn ich das im Vergleich habe. Die Pico 4 hatte ja auf dem Papier jetzt auch nicht extrem viel mehr FOV, aber für mich vom Gefühl her war es ein sehr angenehm großes FOV. Die PlayStation VR 2 hat auch ein großes FOV, aber gar nicht so groß wie das von der Index. Und das von der Index ist laut Papier auch gar nicht so viel größer. Also ist es sehr viel vom Gefühl her. Also müssen wir das abwarten. Aber die Hands-on-Berichte sagen, ähnlich wie bei Quest 2. Also würde ich mich darauf erstmal verlassen. Wir haben eine IPD-Range von 53 mm bis 75 mm. Das ist eine ganze Menge. Das ist gut. Und dadurch, dass wir das manuell verstellen können, ist zumindest gewährleistet, dass wenn das IPD aus der Reihe tanzt, dass man zumindest das gesamte FOV nutzen kann und nicht irgendwie am Rand des Displays bzw. Linsen guckt. Wir haben den Snapdragon XR2 Gen 2, also den neuen Chip-Prozessor. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein, was da alles mit möglich sein wird. Da haben sie ein paar Beispiele gezeigt, das war super interessant. Wir haben 8 GB RAM statt den teilweise geleakten 12. Wahrscheinlich wird es eine Business-Edition geben, die 12 GB RAM hat. Da gab es bei Westware schon hier und da Leaks zu. Aber die Konsumer-Edition hat in beiden Versionen 128 GB und 512 GB, 8 GB RAM. Diese beiden Versionen, ich finde das ja ein bisschen frech und sehr schade. 128 GB und 512. Es gibt keine 256 GB Version. Es ist genau die gleiche Scheiße wie bei der Quest damals. Da gab es ja 64 GB und 256. Und die kleine Version war sehr schnell voll mit dem ein oder anderen Titel. Und dann haben sie doch eine 128 GB Version nachgeschoben. Jetzt haben wir das gleiche, 128 GB und eine 512 GB. Wir können davon ausgehen, dass wir in einem Jahr eine 256 GB Version bekommen. Ich habe mir jetzt trotzdem die kleine bestellt, weil die große kostet 150 € mehr. Denn die 128 GB Version kostet 549 €
Und die 512 GB Version kostet 699 Euro, also 700 Euro für die Meta Quest 3 in der 512 GB Version ohne Zubehör. Kommen wir gleich zu. Dann haben wir USB-C-Konnektor, das ist ja klar. Wir haben einen Klinkenstecker, was ich immer noch cool finde. Klinke hat mir bei der Pico 4 immer gefehlt, um daran rumzumodden. Finde ich super. So, Contact Pads haben wir. Wir haben eine offizielle Ladestation, die auch wieder 150, kommen wir später zu. Connect Pads, also unten sind so kleine Metallpünktchen, die zum kabellosen Laden dann genutzt werden können. Wir haben ein Gewicht von 515 Gramm, was so ähnlich ist wie bei der Quest 2. Eine Batterielaufzeit von 1,5 bis 3 Stunden. Und Inside-Out-Tracker, ja, jetzt kommen wir mal auf die Kameras zu sprechen. Wir haben außerhalb des Headsets haben wir 2 Kameras unten dran und wir haben vorne 2 Kameras, beziehungsweise 2 RGB-Kameras für das Path-Through und 2 Kameras vorne fürs Tracking und einen Tiefensensor in der Mitte, der für das ganze Path-Through eben sein soll. Wir haben keine Kameras oben in den Ecken. Es bleibt immer noch abzuwarten, wie gut das Tracking sein wird, denn die Controller haben jetzt keinen Ring mehr. Sie basieren trotzdem immer noch auf Infrarot-Leuchtepünktchen, sag ich mal, die von den Kameras getrackt werden. Nur jetzt ist es neu, dass da ein KI-Algorithmus, wie auch immer, und das Hand-Tracking simultan mit dem Infrarot-Tracking funktionieren wird. Also die Kameras vorne sehen sowohl eure Hände mit dem Controller in der Hand als auch die Dioden. Trotzdem muss es natürlich alles im Sichtfeld sein. Alles außerhalb des Sichtfeldes der Kameras wird geschätzt und da bleibt abzuwarten, wie gut das Ganze funktioniert. Die Leute in den Hands-on-Berichten haben geschrieben, dass es tadellos funktioniert hat. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber was zum Beispiel in einem Bericht hat jemand gesagt, wenn man Sachen vor sich hält, dann wird der hintere vielleicht nicht getrackt. Also genau das gleiche Problem, was wir halt eben vorher hatten. Ich bin gespannt. Ich hatte zum Beispiel bei Les Mills Body Combat häufiger das Problem, dass ich beim Boxen, wie sagt man, nicht Hammer, so Punches, die man so nach außen macht, dass es außerhalb der Kamera war, die Controller, und dann wurde das Ganze manchmal nicht richtig getrackt. Das fand ich immer ein bisschen schade. Bei der Pico übrigens das gleiche. Aber ja, das ist vielleicht kein Upgrade, aber immerhin haben wir jetzt keine Ringe mehr, auf die wir irgendwie aneinander hauen können. Die Controller laufen immer noch über eine Batterie, eine 2A-Batterie, und wir können davon ausgehen, dass nicht die Ladezeit, sondern die Akkulaufzeit ähnlich lang sein wird wie bei der Meta Quest 2, und die waren ja tagelang, wie bei der Pico 4. Also die Laufzeit ist echt super. Anders als bei der Quest Pro, den Controllern, da liefen die ja maximal 2 Stunden oder so. Oder länger, aber habe ich nicht getestet, kann ich nicht zu sagen. Ja, das sind so die Specs, die wir da haben, und insgesamt finde ich das, ja, keine Überraschungen. Ich bin nach wie vor sehr auf den XR2-Chip gespannt, und schauen wir uns doch mal ein paar Sachen an, die Meta auf der Connect gezeigt hat und die wir so in den Hands-on-Berichten erfahren konnten. Weil Specs sind ja nicht alles. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die, sage ich mal, vom Gefühl her den Eindruck vermitteln, wie ist das Ganze einzuordnen, denn testen können wir es noch nicht. Ich zumindest nicht. Manche werden es in einer Woche vielleicht 2 bekommen, die anderen eben zum Release am 10.10. oder einen Tick später. Mal gucken. Also schauen wir uns mal im Detail an, was so gezeigt wurde. Die beiden Versionen habe ich ja schon gezeigt. Ihr bekommt übrigens Asgard's Wrath 2 direkt mit dem Kauf der Meta Quest 3. Und ihr kriegt, wenn ihr die 512 GB Version kauft, Meta Quest Plus, diese komische Subscription-Dienst, wo ihr dann 2 Spiele pro Monat irgendwie gratis bekommt. Den bekommt ihr für 6 Monate gratis dazu. Aber nur bei der 512 GB Version. Asgard's Wrath bekommt ihr dann im Winter. Soweit ich gelesen habe, im Dezember wird es dann einfach ausgerollt an alle Käufer der Quest 2. So ähnlich wie damals bei der neuen 256 GB Version, glaube ich.
oder? Irgendwann gab es ja mal einen Rabatt bei der Quest und dann konntet ihr habt ihr Resident Evil 4 dazu bekommen, soweit ich mich erinnere. Oder war das was anderes? Ne, Asgard's Wrath 1 hat man für den PC dann bekommen. Egal. So, was wird hier gezeigt auf der Webseite? Also, wir haben natürlich ein heftigeres Mixed Reality. Das soll auch sehr gut sein. Laut den Hands-on-Berichten der einzelnen YouTuber war das ein sehr cooles Wow-Erlebnis. Aber man soll nicht erwarten, jetzt, das wird quasi eins zu eins mit der Realität sein. Ihr müsst euch vorstellen, das sind zwei 4 Megapixel-Kameras vorne dran. Überlegt mal eure Webcam hier, wenn ihr das Licht mal ausmacht. Ich habe jetzt hier Studiolicht und guck mal, wie dunkel ich hier bin. Das kann sehr schnell sehr dunkel werden. Hier und da soll es auch Warping geben und so weiter. Aber trotzdem ein super netter Pass-Through, mit dem man sich super navigieren kann. Ich bin gespannt, wie groß der Unterschied sein wird zur Pico 4 von der Qualität her. Ich bin mir sicher, dass es ein gutes Bild ergeben wird bei der Quest 3, einfach weil ihr zwei extra Kameras habt, die eben auf Augenhöhe sozusagen die Welt zeigen, und bei der Pico wird das ja ein bisschen zusammengestitcht. Aber wie wird das von der Qualität her sein, von der Auflösung und so? Das werde ich euch dann berichten, wenn ich das Gerät habe. Ja, ansonsten dank des Tiefensensors und dem stärkeren Prozessor werden wir sehr akkurates Mixed Reality haben. Also, dass, wenn ihr einen Tisch vor euch stehen habt, dann werdet ihr diesen tracken können. Das Tracking wurde auch kurz angeteasert, also nicht das Tracking, sondern ja, die Raumvermessung, sage ich mal, um euren Tracking-Bereich zu kalibrieren, soll jetzt super schnell sein. Also ihr guckt einmal rein und dann wird das alles quasi getrackt. Dann haben wir dank des XR2-Prozessors eine viel bessere Auflösung und teilweise auch Details. Das ist super spannend. Da gucke ich mal kurz, was ich euch jetzt zeigen kann. Hier hat Mix.de einen schönen Artikel geschrieben, wo sie den Grafikvergleich, den Meta präsentiert hat, aufzeigen. Unter anderem über The Walking Dead und Red Matter 2 kann man das hier sehr schön sehen. Ich mache das Video mal an und wir können das ja mal laufen lassen. Hier haben wir den Unterschied zwischen der Quest 2 Version und der Quest 3 Version. Die YouTuber konnten wohl teilweise einfach also während des Spielens hin und her schalten, um diese Unterschiede zu sehen. Und ich würde sagen, die Unterschiede sind schon sehr deutlich von den Details her allein. Ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich, dass die Quest 3 lediglich die Auflösung hochschreibt, weil die ist ja tatsächlich noch nicht mal nativ gewesen, sondern immer unter dem, was die Quest 2 Displays können. Und ich dachte, okay, jetzt haben wir mit einem besseren Chip maximal die vielleicht native Auflösung. Aber es sieht schon so aus, als hätten wir echt mehr Power, um noch mehr Details reinzubekommen. Alleine, wenn man sich hier die Texturen anguckt, die Fernsicht. Wir haben immer so einen gräulichen Schleier gehabt bei den Spielen vorher. Der fehlt jetzt. Es war quasi so eine Art Sichtbegrenzung, damit das Spiel nicht so viel rendern muss. Kennen wir so von früher PlayStation 1-Ära Zeiten. Und hier sehen wir deutlich mehr Details. Hier werden natürlich auch mehr Zombies gezeigt. Ob das jetzt der Fall ist, kann ich nicht sagen. Aber weniger ploppt auf. Hier im Hintergrund sogar mehr Pflanzen zu sehen und so weiter. Das ist schon eine feine Sache, dass der Quest 3 Chip nicht nur die Auflösung höher schraubt, sondern auch die Details. Das Ding ist hierbei nur, dass es wird keine Möglichkeit geben für Meta, beziehungsweise am Anfang nicht, dass die Spiele automatisch besser laufen, zum Beispiel einfach stabilere Framerate haben oder die Auflösung hochgedrückt wird. Das müssen die Entwickler patchen. Am Anfang soll es 25 oder was haben die gesagt? 50 habe ich jetzt nicht parat. Auf jeden Fall haben sie eine Zahl genannt, 50 oder 100 Titel sollen für die Quest 2 optimiert werden. Darunter zählten zur Hälfte einfach nur Optimierung und die andere Hälfte waren irgendwie Mixed Reality Features. Unter anderem bei Asgard's Wrath 2 soll es dann Mixed Reality Funktionen geben, wo man dann eine Durchsicht hat. Keine Ahnung, wie sie das einbauen wollen. Aber genau, die Spiele werden geupgradet werden müssen von den Entwicklern. Ansonsten haben wir die gleiche Suppe wie vorher.
Das ist ein bisschen schade, so ein automatisches Upgrade wäre cool gewesen, aber hey, Sony bekommt es ja auch nicht hin, Spiele einfach abzugraden per Knopfdruck. Von daher war das ein bisschen zu erwarten, aber erstmal eine coole Sache. Ich hoffe, dass viele Entwickler davon Gebrauch machen werden vom neuen Chip und die Spiele updaten. Ich meine, die Spiele, die es wert sind, die werden sowieso sehr häufig ja immer geupdatet und mit neuem Content bestückt und so weiter. Alte Titel, ich weiß nicht, mir fällt gerade keiner ein, wenn ihr einen Titel parat habt, der so alt ist, dass die Entwickler vielleicht gar nicht mehr da sind oder wie auch immer, aber den man gerne gespielt hätte, die werden dann wahrscheinlich kein Upgrade bekommen. Das ist immer für die Zukunft immer ein bisschen schade. Hier nochmal Red Matter 2, die ja schon alles rausgekitzelt haben. Hier haben wir aber, hier zeigen die Beispiele Render Resolution. Ne? Hier ist ein direkter Vergleich. Hier ist die Quest 2 und hier ist die Quest 3, die Render Resolution. Das ist ein riesen Unterschied. Was war das? Die Zahl, eine teilweise 8-fache oder 10-fache Erhöhung der Auflösung, also der Rendering-Auflösung. Das ist schon eine coole Sache. Genau, hier, dieses Beispiel wurde gezeigt. Ne? 4K-Texturen up to 16 increase in Pixel Count. Das ist eine krasse Sache. Hier Reflexionen, mehr Details. Also das ist schon, und das auf der Quest 2. Wie gesagt, wie wird das Ganze aussehen, werde ich euch dann sagen, wenn ich das Ganze dann in den Händen halte. Sehr spannend finde ich trotzdem, auch wenn es mich eigentlich erst gar nicht interessiert hat, die großen Mixed Reality Funktionen. Es gibt so ein paar Punkte, die ich persönlich sehr gerne zukünftig sehen wollen würde, damit ich mir sage, ja, ich würde das Headset auch nicht nur zum Zocken, sondern auch für meinen Alltag benutzen. Unter anderem hier haben wir Les Mills Buddy Comet bekommt ein AR bzw. Mixed Reality Modus, mehr oder weniger. Hier sieht man es, dass man dann diese ganze Map, na komm, zurück, zeigt dann nur kurz, schade, ich dachte die Stelle wäre besser. Auf jeden Fall ist das dahinter, da oben die Wand, die aufbricht und da kommen dann diese ganzen Hindernisse an einem vorbei und links und rechts seht ihr eure Umgebung. Unter anderem wurden hier so Sportevents gezeigt, dass man die jetzt quasi vom Sofa aus gucken kann. Wahrscheinlich sehr viel amerikanisch, mal gucken, was bei uns dann so möglich sein wird. Aber jetzt zum Beispiel YouTube gucken zu können auf einem großen Display, fände ich ganz cool. Hier wurde dann, kommt es gleich gezeigt, dass es den Xbox Game Pass bzw. Xbox Cloud Gaming auf der Quest 3 geben soll, nativ. Also das bedeutet, ihr habt da eine APK, eine App, die ihr starten könnt und dann könnt ihr direkt aus der Cloud Xbox-Spiele spielen. Und dank der Wi-Fi 6E, habe ich jetzt in den Specs gar nicht genannt, aber wird es definitiv haben, Wi-Fi 6E-Verbindung mit einer guten Internetverbindung, wenn ihr die habt, und einen guten Router natürlich, könntet ihr wahrscheinlich nahezu, sagen wir, latenzarmes Cloud Gaming betreiben. Mit allen Titeln, die man hier so beim Game Pass sich vorstellen kann. Das ist eine coole Sache. Xbox Controller kann man direkt mit der Quest 3 verbinden und dann geht's los. Ist theoretisch vorher schon möglich gewesen, aber jetzt geht das Ganze nativ von der Brille aus. Finde ich eine coole Sache. Hier zum Zubehör bzw. allgemeinen Preis. Ich habe ja schon gesagt, 128 GB wird 549,99 € kosten und die 512 GB 699 €. Ihr habt ein klassisches Softstrap, was bequemer sein soll als der Vorgänger, vor allem durch die weniger Frontlastigkeit. Trotzdem ist das Gewicht das gleiche. Und viele haben schon beschrieben, und man hat es oft gesehen, ehrlich gesagt, dass die Öhrchen ganz häufig hier so zugemacht werden. Also dass gerade der Stoffstrap hier am Ohr vorbeigeht. Und ich meine, Menschen sind individuell, Ohren können so und so liegen. Das schneidet sich hier wohl rein. Und wenn ihr dann sagt, okay, ist doch kein Problem, ich will einen Elite-Strap haben, könnt ihr das Ganze ja auch kaufen. Ja, die Website funktioniert hier mal wieder super. Ich wollte euch hier ich muss mal hier auf Vorbestellen klicken. Ich glaube, dann können wir sehen, wie viel das Ganze kostet. Hier, wir haben den sogenannten Elite-Riemen, der hier
mit 149 Euro zusätzlich zu Buche schlägt. 150 Euro war ja schon durch die Leaks bekannt für einen Strap mit Akku. Ist schon happig. Ähm, Ist schon viel Geld, ne? Kann man hoffen, dass er natürlich nicht kaputt geht, aber ich persönlich werde da aufs Third Party warten. Mir ist das wirklich zu viel Geld. Wir können ja gleich mal eine kleine Rechnung machen. Der normale Elite-Riemen, also ohne Akku, wird 79,99 Euro kosten. Das ist das Zeug, was wir hier machen können. Gehen wir mal hier auf den Preis. Elite-Riemen hier mit Akku. Dann haben wir hier den Kauf. Hier können wir jetzt noch gucken. Außerdem, was wird noch häufig gekauft? Tragetasche. Warum nicht? 79,99 Euro. Nehmen wir mit. Wir wollen die Ladestation für die Meta Quest 3. An sich eine coole Sache. Aber 149 Euro obendrauf, gar kein Problem. Machen wir. Wenn wir jetzt ein blaues Headset haben wollen, die geben hier so ne, Headset-Riemen, nicht der Elite-Riemen, sondern einfach nur das Stoffstrap in blau, finde ich vielleicht schön. Kann man sich nicht auswählen, vorher muss man dazu kaufen. Machen wir 60 Euro obendrauf. Dann wollen wir vielleicht eine Silikon-Einlage haben. Sonst ist es wahrscheinlich Stoff, habe ich jetzt gar nicht so viel zu gesehen, soll bequem sein, aber vielleicht wollen wir das abwaschbar haben, viel mit Freunden teilen oder einfach ein zweites Paar haben. Da kommen wir nochmal mit 50 Euro oben drauf. Dann sind wir schon bei 1000 Euro. Dann finde ich das hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die sogenannten Activity-Schlaufen. Gerade wenn es kein Ring ist und so weiter, will man vielleicht irgendwie so ein Dings haben. Da wird wahrscheinlich einfach die Kappe ausgetauscht. Nochmal 50 Euro. Und das ist jetzt nicht so, als würde man sagen, ja, du packst jetzt einfach alles in den Wagen. Nee, das sind Sachen, die ich tatsächlich gerne haben wollen würde. Ich will irgendwann eine Tragetasche haben. Ich will irgendwann einen alternativen Riemen haben oder einen Headstrap. Ladestation muss man schauen, muss jetzt nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Aber auch hier diese Schlaufen, ich bin ein großer Fan von diesen Activity-Schlaufen oder Grips. Und da bin ich dann schon bei echt über 900 Euro. Und ich bin hier bei der 128 GB Version. Gehen wir mal zurück und sagen, hey, ich will die 512 GB Version inklusive Elite-Riemen. Und dann sagen wir mal hier, machen wir es mal realistisch. Nehme ich mal hier diesen Kack hier weg. Elite-Rahmen habe ich schon, will ich nur einen von haben. So, dieses blaue Dings hier muss auch nicht sein, aber ich hätte wirklich gerne so ein Activity-Dings, eine Silikoneinlage, die Tasche und dann bin ich schon bei 1000. Ne, jetzt hat er Sachen doppelt, oder? Ne, hat er nicht. 1500 Euro. Oder kann das sein? Wieso bin ich jetzt bei 1500 Euro? Ja, ich glaube, das ist so, ne? 1500 Euro. Ne, zweimal hat er das. Sorry, 1000 Euro trotzdem. Das wäre komisch gewesen. Aber hey, 1000 Euro für, sag ich mal, normales Zubehör, was man tatsächlich haben will. Da ist die Quest 3 auf einmal doch so viel teurer. Deswegen, ich persönlich habe sie vorbestellt, aber in der 128 GB Version. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Und ohne Zubehör. Und ich hoffe dann, es wird Third-Party-Zubehör geben, was ich dann dafür nutzen kann. Wenn es was geben wird und ich meine Finger daran bekomme, dann werde ich es auf meinem Kanal vorstellen. Abonniert also meinen Kanal, wenn ihr sehen wollt, was es da so an nicen Sachen von Kiwi Design, BoVR, GeekVR, wie sie alle heißen, geben wird. AMVR nicht vergessen und ich will ja niemanden ausschließen, wenn ich schon alle nenne. Naja, aber sind so die einem immer so auffallen. Dann VR-Optiker-Linsen und alternative Kopfhörer und so. All das wird es hier auf diesem Kanal geben, sofern ich meine Finger daran bekomme und mir nicht irgendwann das Geld ausgeht. Denn die Oculus Quest 3, Meta Quest 3, sorry, werde ich von meiner eigenen Tasche kaufen müssen, denn Meta wird mir nichts schenken. Dafür ist mein Kanal einfach zu klein. Ja, ich bin sehr gespannt trotz allem. Ich habe immer meine Kritik natürlich, aber ich versuche immer allen Headsets kritisch gegenüber zu bleiben. Manche sagen da draußen, ich wäre voll der Pico-Fanboy. Ist gar nicht der Fall. Davor hatte ich die Reverb G2, dann kam die Quest 2, die G2 habe ich wieder vertickt, weil ich da auch Probleme mit hatte. Dann kam die Pico 3, war okay, aber dann kam die Pico 4 und ich dachte, geil.
So, und so ist es einfach gelaufen. Und wer sagt, ja, jetzt bin ich großer Pico-Fanboy, der hat VR nicht verstanden. Oder generell Technik nicht. Ne? Nur weil ich jetzt zum Beispiel auf einmal ein Android-Gerät oder ein iPhone-Gerät habe und sage, hey, ich finde das am besten, dann ist das so. Kommt damit klar. Aber solange ich die Sachen mit meinem eigenen Geld kaufe, kann ich nicht jedes einzelne Headset mir gönnen und dann testen. Ich versuche das gerne. Ich bin an sich, sehe ich mich verortet bei der ganzen PC-VR-Bubble, aber ich habe kein Lighthouse-System, dementsprechend bin ich immer mit den Standalone-Geräten beschäftigt. Und ja, daneben gibt es ja noch die PSVR 2. Die habe ich auch und benutze sie hier und da, aber dazu kommt auch noch ein Video. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wie gesagt, ich werde nochmal Zubehör testen. Ich werde die Quest 3 testen, die Mixed Reality Funktion, was kann man damit alles anstellen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Insgesamt bin ich sehr froh über die MetaQuest 3, denn sie ist ein Schritt nach vorne. Wo ich sagen muss, absolute Kritik von meiner Seite, fand ich auch schon bei der Pico 4 blöd. Wo ist verdammt nochmal Eye-Tracking? Ich finde das so unglaublich wichtig. Stellt euch mal vor, ihr habt den XR2 Gen 2 Chip mit Eye-Tracking und könnt dann noch Forwarded Rendering nutzen, was ihr dann nochmal an Details raushauen könnt. Oh mein Gott, wäre das cool. Aber nein, wir gehen immer nur kleine Schritte nach vorne. Ich hoffe, dass sich da weiterhin noch was tut. Aber erstmal bin ich gespannt, was der neue Chip so alles über die Bühne bringt. Wir werden es erfahren. Am 10. Oktober wird das Ganze ausgeliefert. Wenn ihr die PSVR 2, genau, die MetaQuest 3 vorbestellen wollt, macht das doch gerne über Amazon, über meinen Affiliate-Link. Damit würdet ihr mich und meinen Kanal unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.